Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist und mit uns ein bisschen Deutsch lernst. Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir richtig loslegen, eine kurze Info für dich. Bis Tag 60 lernen wir hier zusammen auf dem Niveau A2. Danach gehen wir dann gemeinsam aufs nächste Level B1. Das wird sicher spannend. Genau. Und hier noch ein kleiner Tipp, der dir vielleicht hilft. Du kannst dir auch die Shadowing-Technik benutzen. Schon mal gehört? Ah ja. Was ist das genau? Das heißt, du wiederholst die Sätze laut nach uns. Sprich einfach mit. Das hilft. Das hilft wirklich sehr beim Lernen. Gerade für die Aussprache. Super Tipp. Also trau dich ruhig, sprich einfach mit. Das Thema für heute ist Grundwortschatz Tiere. Ein wichtiges Thema, finden wir, speziell für dich als Deutschlerner oder Deutschlernerin auf Niveau A2. Ja, Tiere, die begegnen uns ja eigentlich ständig. Wir helfen dir heute, 15 wichtige Wörter rund um Tiere besser zu verstehen und dann auch selbst zu benutzen. Bist du bereit? Fangen wir an. Okay, lass uns direkt starten. Das erste Wort kennt, glaube ich, fast jeder. Ein sehr, sehr bekanntes Haustier. Der Hund. Auf Englisch Dog. A. Der Hund. Ja, Hunde sind in Deutschland total beliebt. Ich glaube, ganz viele Menschen haben einen Hund. Mein Nachbar zum Beispiel, der hat einen. Und der ist wirklich sehr lieb, bellt kaum und freut sich immer. Das ist schön. Man sagt ja nicht umsonst, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Die sind oft so unglaublich treu. Stimmt. Und wenn wir schon bei Haustieren sind, die viele Leute mögen, passt das nächste Tier auch sehr gut dazu. Die Katze, auf Englisch Cat. Richtig, die Katze. Ja, mindestens genauso beliebt wie der Hund oder vielleicht sogar noch mehr. Schwer zu sagen. Ja, es stimmt. Viele Leute haben ja auch eine Katze zu Hause. Unsere Katze zum Beispiel, die schläft am liebsten eigentlich den ganzen Tag. Gerne auf dem Sofa. Katzen sind ja oft so ein bisschen eigenständig, nicht wahr? Total. Siehst du denn oft Katzen, wenn du draußen bist? Ja, schon. Manchmal sehe ich eine im Garten vom Nachbarn sitzen, in der Sonne. Die bewegen sich ja oft so leise und elegant. Fast wie kleine Raubtiere. Ja, wie kleine Tiger. Faszinierend. So, von den beliebten Haustieren Hund und Katze kommen wir jetzt zu einem, ja, deutlich größeren Tier. Das Pferd. Auf Englisch Horse. Pferde, ja. Das sind wirklich beeindruckende Tiere, finde ich. So groß und stark. Mhm. Aber oft auch sehr sanftmütig. Auf dem Bauernhof oder so auf dem Land, da sieht man ja häufig Pferde. Auf der Weide stehen sie dann. Bist du denn schon mal geritten auf einem Pferd? Nein, also geritten bin ich noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Respekt vor der Größe. Ja, kann ich verstehen. Aber ich schaue ihnen unglaublich gerne zu, wenn sie auf der Koppel stehen und Gras fressen. Das hat was sehr Beruhigendes, finde ich. Das stimmt. Und von diesen großen, ja, majestätischen Tieren jetzt zu einem viel kleineren Tier, eins, das man oft hören kann, bevor man es überhaupt sieht, der Vogel. Auf Englisch Bird. Ah, die Vögel. Stimmt, die hört man oft singen. Besonders schön ist das morgens, oder? Wenn man das Fenster aufmacht und dieses Zwitschern hört. Oh ja. Hier im Park gibt es auch immer sehr viele Vögel. Manche sind ja auch unglaublich bunt, also Wellensittiche oder Kanarienvögel, die Leute manchmal als Haustier haben. Die sind ja richtig farbenfroh. Das stimmt. Die bringen richtig Leben in die Natur. Und jetzt wechseln wir mal die Umgebung komplett. Ein Tier, das im Wasser lebt. Der Fisch. Auf Englisch? Fisch. Genau, Fische. Die leben natürlich im Meer, klar, oder in Flüssen oder Seen. Aber manche Leute haben Fische ja auch zu Hause. In einem Aquarium. Mhm. Das kann sehr beruhigend sein, finde ich, den Fischen einfach beim Schwimmen zuzusehen. Hast du vielleicht Fische zu Hause? Nein, ich selbst nicht, aber mein Bruder, der hatte mal ein Aquarium mit vielen kleinen bunten Fischen. Und du hast recht, es ist wirklich entspannend, denen zuzuschauen, wie die so ruhig durchs Wasser gleiten. Ja. Und was müssen wir denn mit unseren Haustieren regelmäßig machen? Egal ob Hund, Katze oder Fisch im Aquarium. Wir müssen sie füttern. Das ist unser erstes Verb für heute. Ah, ein Verb. Genau. Auf Englisch heißt das, To feed. und die Perfektform ist, Hat gefüttert. Ja, füttern. Sehr wichtig, logisch. Tiere brauchen ja was zu essen. Ich füttere meine Katze jeden Morgen und jeden Abend. Immer zur gleichen Zeit.
Ah, pünktlich. Ja, die wartet dann schon immer ganz ungeduldig. Hast du heute schon deine Katze gefüttert? Wenn ich eine hätte, hätte ich sie gefüttert. Aber ja, das habe ich bei den Fischen meines Bruders früher auch immer gemacht. Man muss die Tiere ja gut versorgen. Das gehört zur Verantwortung. Absolut. Tiere brauchen Futter, klar. Aber sie brauchen natürlich auch Bewegung. Ein sehr wichtiges Verb dafür ist laufen. Auf Englisch kann das to run oder auch to walk heißen, je nachdem. Ah, okay. Das Perfekt ist hier ein bisschen besonders. Es wird mit sein gebildet, ist gelaufen. Das muss man sich merken. Ah, okay. Ist gelaufen, nicht hat gelaufen. Gut zu wissen. Richtig. Laufen benutzen wir sehr oft. Nicht nur für Tiere, auch für uns Menschen. Der Hund läuft zum Beispiel schnell im Park, wenn er den Ball holt. Klar. Und wir Menschen laufen auch gerne. Zum Beispiel beim Spazierengehen. Gestern sind wir bestimmt eine Stunde im Wald gelaufen. Das war herrlich, diese frische Luft. Das klingt schön. Bewegung tut gut. Aber nach dem Laufen, Spielen oder auch Fressen brauchen Tiere und wir ja auch Ruhe. Sie müssen schlafen. Auf Englisch to sleep. Mhm. Das Perfekt ist hier wieder ganz normal mit haben. Hat geschlafen. Ja, schlafen. Lebenswichtig. Für alle Lebewesen eigentlich. Meine Katze, über die wir vorhin sprachen, die hat gestern, glaube ich, fast den ganzen Tag verschlafen. Typisch Katze. Ja, das können die ja besonders gut. Aber auch mein Hund schläft viel. Also besonders jetzt, wo er schon älter ist. Wie ist es bei dir? Schläfst du auch gern mal lange am Wochenende? Oh ja, ausschlafen am Wochenende, das ist herrlich. Und wir hatten es ja vorhin schon beim Vogel kurz erwähnt. Was machen Vögel oft am Morgen? Sie singen. Genau. Sie können singen, das ist unser nächstes Verb. Auf Englisch to sing. Das Perfekt ist, hat gesungen. Ja, Vögel singen oft wunderschöne Lieder. Besonders im Frühling hört man das ja überall. Hör mal, ich glaube, draußen singt gerade einer. Oh, stimmt. Hast du das gehört? Ja, der hat wirklich schön gesungen. Klingt wie eine Amsel, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist wirklich ein schönes Geräusch. Und Vögel können noch was anderes Tolles, was die meisten anderen Tiere nicht können. Sie können fliegen. Auf Englisch to fly. Ah ja. Achtung, auch hier ist das Perfekt wieder mit sein. Ist geflogen. Viele Bewegungsverben brauchen sein. Das muss man sich merken. Stimmt, genau. Fliegen ist geflogen. Die Vögel fliegen hoch, oben am Himmel. Das sieht immer so frei aus, finde ich. Ja, Gestern am See habe ich eine Möwe beobachtet, die ist ganz elegant übers Wasser geflogen, wahrscheinlich auf Fischsuche. Flugzeuge fliegen natürlich auch, aber das sind ja keine Tiere. Das sind ja Maschinen. das ist ein guter Punkt. So, jetzt haben wir schon einige wichtige Nomen und Verben gehabt. Lass uns jetzt noch ein paar Adjektive anschauen, damit wir Tiere besser beschreiben können. Das erste ist sehr alltäglich. Klein. Auf Englisch small. Ja, klein. Das Gegenteil von groß, klar. Viele Tiere sind ja eher klein. Denk mal an Mäuse, die sind klein. Mhm. Oder Insekten, Ameisen, Bienen. Meine Katze war als Baby auch winzig klein, total süß. Man kann auch sagen, der kleine Vogel sitzt auf dem Baum. Und das Gegenteil von klein hast du ja gerade schon gesagt. Groß. Auf Englisch big oder large. Richtig. Groß. Pferde zum Beispiel, über die wir gesprochen haben. Das sind große Tiere. Oder denk an einen Elefanten im Zoo. Der ist riesig groß. Oh ja. Eines der größten Landtiere. Aber wir benutzen groß natürlich auch für viele andere Dinge. Ein großes Haus, ein großer Baum. Ein großes Auto? Genau. Oder auch im übertragenen Sinn. Ich habe eine große Freude. Oder ein großes Problem. Genau, ein sehr vielseitiges Wort. Und wie bewegen sich manche Tiere? Zum Beispiel, wenn sie jagen oder flüchten. Oft sehr schnell. Das ist unser nächstes Adjektiv. Schnell. Ja, Auf Englisch fast oder quick. ja. Schnell. Der Hund läuft schnell, wenn er sein Spielzeug holt. Oder ein Gepard. Der ist ja unglaublich schnell. Stimmt. Das schnellste Landtier, glaube ich. Aber schnell benutzen wir ja auch im Alltag dauernd. Das Auto fährt schnell. Oder, wenn es eilig ist, mach bitte schnell. Stimmt. Auch das ist ein sehr nützliches Wort. So, und nun ein Adjektiv für Tiere, die frei in der Natur leben. Also nicht bei uns Menschen als Haustiere. Diese Tiere sind wild. Auf Englisch wild.
Richtig, wild. Wilde Tiere leben in Freiheit. Zum Beispiel im Wald. Rehe, Wildschweine. Mhm. Oder in Afrika Löwen und Zebras. Oder im Dschungel. Wölfe oder Tiger sind auch typische wilde Tiere. Klar. Man kann das Wort aber auch anders benutzen. Zum Beispiel ein wilder Fluss. Der fließt sehr stark. Ah ja. Oder man spricht von einer wilden Frisur. Oder sogar einer wilden Party. Haha, ja, das passt auch. Eine wilde Party kann sehr lustig sein. Und was ist das Gegenteil von wild? Das ist unser letztes Wort für heute. Zahm. Auf Englisch tame. Genau, zahm. Zahme Tiere sind an Menschen gewöhnt. Die leben oft bei uns. Unsere Haustiere sind normalerweise zahm. Mhm. Die Katze ist sehr zahm, lässt sich streicheln, kommt von allein. Der Hund ist auch zahm, hört auf Kommandos, Sitz, Platz. Ja. Man spricht auch von einem zahmen Pferd. Auf dem kann man reiten, weil es ruhig ist, hat keine Angst vor Menschen. Super. Das waren unsere 15 Wörter für heute. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause für eine kleine Bitte. Wenn dir dieses Format gefällt, wenn du Spaß hast beim Lernen mit uns, dann abonniere doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Ja, das hilft uns wirklich sehr, damit auch andere Deutschlerner uns finden können. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt machen wir weiter mit unserer kleinen Tiergeschichte. Okay, prima. Jetzt haben wir alle 15 Wörter gelernt oder wiederholt. Der Hund, die Katze, das Pferd, der Vogel, der Fisch. Füttern, laufen, schlafen, singen, fliegen, klein, groß, schnell, wild und zahm. So, pass jetzt gut auf, wir erzählen dir eine kleine Geschichte. Und da kommen all diese Wörter drin vor. Versuch mal, sie zu erkennen. Okay, stelle vor. Gestern Nachmittag war ich im Park spazieren. Das Wetter war so schön. Und dort habe ich einen Mann gesehen, der saß auf einer Bank. Er hatte einen Hund dabei. Mhm. Der Hund war nicht besonders groß, eher ziemlich klein. Vielleicht so ein Terrier-Mischling mit lustigen Ohren. Neben dem Mann auf derselben Bank saß eine wunderschöne, getigerte Katze. Sie hat tief und fest geschlafen, hat sich von nichts stören lassen. Ach, wie süß. Ja, plötzlich ist ein kleiner, bunter Vogel auf einen Baum direkt neben der Bank geflogen. Er hat sich auf einen Ast gesetzt und ganz laut und fröhlich angefangen zu singen. Das hat er echt schön gemacht. Ah. Der kleine Hund ist natürlich sofort aufgesprungen. Er wollte ganz schnell zu dem Baum laufen. Wahrscheinlich hat er gedacht, er könnte den Vogel fangen. Oh je. Aber der Mann hat ihn gut an der Leine festgehalten. Er hat dann leise zu seinem Hund gesagt, »Nein, bleib schön hier bei mir. Das ist ein wilder Vogel, der lebt in Freiheit. Das ist doch kein zahmes Haustier wie du, mein Freund.« Gut gemacht vom Mann. Ja. Nicht weit von der Bank entfernt war auch ein kleiner Teich. Darin konnte man ganz gut bunte Fische sehen. Die sind so ruhig zwischen den Wasserpflanzen geschwommen. Direkt am Ufer stand auch ein Pferd. Naja, es war kein echtes Pferd, sondern eine Statue aus Bronze. Sah aber ziemlich echt aus. Ah, okay. Nach einer Weile hat der Mann dann seinen Hund gefüttert, hat kleine Leckerlis aus der Tasche geholt. Der Hund hat sich natürlich sehr gefreut. Es war insgesamt ein wirklich schöner und friedlicher Nachmittag im Park. Mit all diesen Tieren, echten und unechten. Das ist eine sehr schöne und anschauliche Geschichte. Konntest du alle 15 Wörter darin wiederfinden? Bestimmt. Super gemacht. Das war doch gar nicht so kompliziert, oder? Diese Wörter sind wirklich nützlich im Alltag. Genau. Und jetzt kommt dein Teil. Wie sagt man so schön auf Deutsch? Übung macht den Meister. Richtig. Also, schnapp dir Stift und Papier oder öffne die Kommentare unter diesem Video. Schreibt bitte eure eigenen Sätze mit diesen neuen Wörtern. Versucht doch mal, zu jedem Wort einen Satz zu schreiben oder vielleicht sogar eine eigene kleine Geschichte, so wie unsere. Ja, das ist eine hervorragende Übung, um die Wörter gleich anzuwenden. Und bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neue Lektion. Und wenn es euch gefallen hat, klar, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Das motiviert uns wirklich sehr. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist auch wieder sehr spannend und wichtig. Es geht um Berufe. Da sprechen wir über wichtige Wörter für die Arbeit, verschiedene Berufe, den Berufsalltag. Also bleib unbedingt dabei, das wird sicher wieder interessant und nützlich für dich. Tschüss und bis morgen.
Viel Spaß und Erfolg beim Weiterlernen. Mach's gut auf deiner Deutschlernreise. Mach's gut und viel Erfolg beim Üben der Tierwörter. Tschüss!